Rentenreform, Steuerreform, Steuern auf Krypto. In den letzten Wochen gab es ja förmlich ein Feuerwerk an neuen Gesetzesvorhaben der deutschen Regierung. Dabei kann man sehr leicht übersehen, um was es eigentlich geht. Und genau damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Dass die deutsche Bundesregierung nichts tut, das kann man ihr wahrlich nicht vorwerfen. Einige würden sogar sagen, dass das purer Aktionismus ist, was wir hier in den letzten Wochen und Monaten beobachten konnten. Erst hat die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission ihre Reformvorschläge zum deutschen Rentensystem veröffentlicht. Und die Bundesregierung hat angekündigt, dass man diese auch so annehmen möchte. Dann sollte es ja den ganz großen Wurf geben, die Steuerreform. Auch dieses Maßnahmenpaket wurde vor kurzem vorgestellt und soll entsprechend so übernommen werden. Dann gab es auch noch zusätzlich einige andere Detailentscheidungen, zum Beispiel die Entscheidung, dass in Zukunft in Deutschland Kryptogewinne besteuert werden sollen, wie Gewinne aus Aktienverkäufen. Und es ist meiner Meinung nach sehr einfach, dabei den Überblick zu verlieren. Vielleicht ist es sogar auch gewollt, dass man hier den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, dass man sich überfordert fühlt, dass man resigniert und im Grunde genommen sich zurückzieht und sich weigert, das Ganze einmal genauer zu analysieren. Wenn man sich gerade diese Reformpakete anschaut, dann muss man sich eigentlich zunächst mal fragen, ob es das wirklich war. Gab es da nicht wirklich viel Lärm um nichts? Wurde da nicht monatelang, ich will schon fast sagen jahrelang gerungen, dass ja einmal konsequent drastische Änderungen, vielleicht sogar zum Positiven, herbeigeführt werden sollen? Und das, was dann dabei herausgekommen ist, war ja doch eher ernüchternd. Aber meiner Meinung nach ist das genau das, was die Politik erreichen will. Hier geht es um Salamitaktik, wie wir das ja schon so oft bei der deutschen Bundesregierung gesehen haben und natürlich, was wir generell auch bei der Politik beobachten können. Denken wir zum Beispiel nur an das Thema Aufrüstung und Wehrpflicht. Auch da natürlich ganz klassisch wird die Salamitaktik angewandt. Und das Gleiche passiert meiner Meinung nach auch dort. Man sorgt zunächst mal dafür, dass Positionen festgelegt werden, dass man Maßnahmen festzurrt, dass man Pflöcke einschlägt. Und dann eben muss man davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren die Temperatur hier immer weiter aufgedreht wird, sich die Maßnahmen immer weiter verschärfen und dass genau für dieses Vorgehen im Grunde genommen jetzt nur die Grundlage geschaffen wurde. Und hier ist meiner Meinung nach eben wichtig, dass man das gesamthaft betrachtet und eben nicht nur die Einzelteile, die hier von den verschiedenen Gremien oder von der Regierung tatsächlich beschlossen wurden. Schauen wir uns zunächst mal die Rentenreform an. Natürlich ist es völlig richtig festzustellen, dass das deutsche Rentensystem desolat ist, nicht zukunftsfähig und man davon ausgehen muss, dass wenn man einfach nur so weitermacht, im Grunde genommen die Rentenversicherung in einigen Jahren pleite sein wird. Die demografische Entwicklung in Deutschland ist katastrophal. Es gibt immer weniger junge Menschen. Das ist natürlich nicht nur ein deutsches Problem. Das sehen wir praktisch in fast allen entwickelten Ländern der Erde. Es trifft aber natürlich das deutsche Rentensystem besonders hart, denn dieses Rentensystem ist, anders als das System in vielen anderen Ländern, komplett umlagefinanziert. Das heißt, die aktuell arbeitende Generation bezahlt letztlich die Rente der aktuell sich im Ruhestand befindlichen. Dann gibt es immer weniger Leute, die arbeiten, also müssen immer weniger Arbeitende im Grunde genommen immer mehr Rentner finanzieren. Dass das nicht gut gehen kann, ist natürlich völlig klar. Dass hier etwas gemacht werden muss, das ist logisch. Vielfach wird die Schweiz als Vorbild genommen. Auch Bärbel Baas hat ja gesagt, sie würde am liebsten ein Modell einführen, analog zur Schweizer AHV, zur staatlichen Rentenversicherung in der Schweiz. Das funktioniert dort so, dass grundsätzlich jeder in die Rentenversicherung einzahlen muss, auch selbstständige Unternehmer, sogar jene, die nicht erwerbstätig sind, zum Beispiel Privatiers. Außerdem ist es in der Schweiz so, dass es keine Beitragsbemessungsgrundlage gibt. Das heißt also, in die staatliche Rentenversicherung wird ungedeckelt einbezahlt. Man kann sich darüber streiten, ob das ein gutes Modell ist oder nicht. Was man aber auf jeden Fall sagen muss, ist natürlich, dass die Beiträge deutlich geringer sind als in Deutschland. Es sind nämlich insgesamt nur 10%. 5% zahlt der Arbeitgeber, 5% der Arbeitnehmer.
Selbstständige müssen eben dann die gesamten 10% einbezahlen. Bei Privatiers wird das Ganze komplett anders berechnet. Und in der Schweiz sind natürlich auch generell die Steuern deutlich niedriger als in Deutschland. Dort hängt es ein bisschen vom Kanton ab und von der Gemeinde, aber in den steuergünstigen Gemeinden muss zum Beispiel eine Familie mit 2 Kindern selbst für ein sechsstelliges Einkommen weniger als 5% Steuern bezahlen. Dann ist es vielleicht verkraftbar, dass ich ungedeckelt dann in die staatliche Rentenversicherung einbezahlen muss. Außerdem wird die gesetzliche Rente in der Schweiz ohne Steuerabzug auch überall ins Ausland bezahlt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Thailand auswandern will oder nach Mauritius als Schweizer, dann bekomme ich die Rente ohne Abzug bezahlt. Nicht so wie in Deutschland, dass ich dann bei einem Wegzug die Rente auch noch in Deutschland versteuern muss. Also das sind natürlich dann die Maßnahmen, die Bärbel Bas nicht vorgeschlagen hat. Sie hat nur vorgeschlagen, dass die Beitragsbemessungsgrundlage abgeschafft wird. Sie hat auch nicht vorgeschlagen, dass die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung bei 10% gedeckelt werden. So, am Ende jetzt im Rentenreformpaket hat man Teil dieser Schweizer Lösung übernommen. In Zukunft müssen auch Selbstständige einbezahlen. Es gibt doch keine Minijobber mehr. Jeder Beschäftigte muss in Zukunft einbezahlen. Und auch andere, die bisher davon verschont worden sind. Die Beitragsbemessungsgrundlage wird aber zunächst nicht angehoben, sondern alles bleibt beim Gleichen. Aber hier liegt jetzt meine Betonung ganz klar auf zunächst. Denn das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Ich denke, es soll die Grundlage geschaffen werden für ein neues System, um die Rentenversicherung zu etablieren. Das heißt, du wirst meiner Meinung nach davon ausgehen müssen, dass in Zukunft auch die Beitragsbemessungsgrundlage deutlich angehoben wird oder sogar dann ganz wegfällt. Und das zusätzlich natürlich dann bei den Steuersätzen in Deutschland, die ja weiter erhöht werden, wie wir das jetzt bei der Steuerreform gesehen haben. Dort soll es ja zusätzlich zum Beispiel zur Reichensteuer dann eine Superreichensteuer ergeben. Wenn du also das Glück hast, sehr viel zu verdienen, sagen wir mal, du verdienst 350.000 oder so, dann wirst du in Zukunft wahrscheinlich nicht nur komplett Sozialabgaben auf diesen Betrag zahlen müssen, sondern dann eben auch erhöhte Steuersätze. Und das ist das meiner Meinung nach, wobei es bei der Rentenreform wirklich geht. Das heißt, was wir dort sehen, ist jetzt nicht die Endausbaustufe, sondern das ist im Grunde genommen nur der Anfang. Man macht Salamitaktik und wird jetzt jedes Jahr hier die Stellschrauben weiter anziehen. Das heißt, du sagst jetzt vielleicht möglicherweise, naja, okay, ist eigentlich nicht so schlimm. Es gibt ja die Beitragsbemessungsgrundlage. So viel muss ich eh nicht bezahlen. Ich fange jetzt mal an, hier als neuer Selbstständiger zum Beispiel hier einzubezahlen. Und dann in Zukunft wird das Ganze immer weiter ausgeweitet. Irgendwann sind dann vielleicht auch Kapitalerträge, Mieteinnahmen und andere Einnahmen von den Sozialabgaben betroffen. Denn wie soll es auch anders gehen? Mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen wird man ja keinesfalls hier einen Turnaround bei der Rente schaffen können. Der andere besonders problematische Aspekt bei dem Reformpaket ist meiner Meinung nach der Vorschlag zu dem kapitalgebundenen Anteil an deiner Altersversorgung, wo ja in Zukunft ein kleiner Teil, 1-2%, angeblich an den Kapitalmärkten investiert werden soll. Hier hat man sich ja angeblich Schweden zum Vorbild genommen. Aber in Schweden ist das so, dass jeder Bürger letztlich entscheiden kann, wie dann sein Beitrag letztlich an den Kapitalmärkten investiert wird. Der eine will vielleicht in grüne Aktien investieren, der andere in Tech-Aktien, wieder ein anderer in komplett andere Anlageprodukte. Und da kann letztlich dann der einzelne Schwede selbst unter verschiedenen Anbietern auswählen. Das wird es in Deutschland nicht geben. Hier wird es einen Staatsfonds geben, der dann entsprechend diese Mittel anlegt. Und ich glaube, es ist dir und mir schon völlig hundertprozentig klar, wie deine sauer verdienten Kohlen dann hier angelegt werden, nämlich vermutlich in deutsche Staatsanleihen. Und auf Deutsch gesagt sind das im Grunde genommen dann Zwangsanleihen. Damit sind wir im Grunde genommen bei dem Thema, was ja Friedrich Merz vor einigen Jahren so ganz ungeniert herausgeplaudert hat, dass er nämlich die Ersparnisse der Bürger mobilisieren will. Hier geht es jetzt nicht mal nur um die Ersparnisse, hier geht es jetzt um die Altersvorsorge. Natürlich geht es nur um einen kleinen Teil, aber auch hier kann ja letztlich der Hebel immer weiter nach oben gedreht werden. Und sollte dann tatsächlich irgendwann mal wirklich die Beitragsbemessungsgrundlage fallen, dann bist du eben hier auch automatisch mit dabei und darfst direkt den deutschen Staat über den Kauf von Zwangsanleihen dann mitfinanzieren. Nicht nur über die Steuern, die du bezahlst, sondern eben auch noch über einen solchen Anleihenkauf. Das heißt, das ist das meiner Meinung nach, worum es eigentlich geht. Und dafür würde jetzt die Grundlage geschaffen. Das Ganze klingt aktuell ziemlich unspektakulär, aber wenn du das einmal durchdenkst und an die Implikationen denkst, die das Ganze dann auch für die Zukunft haben könnte, dann werden viele gerade Leistungsträger eher skeptisch sein, nehme ich an. So, und eine ganz ähnliche Mechanik können wir meiner Meinung nach bei der sogenannten Steuerreform beobachten. Auch diese ist ja eigentlich ziemlich unspektakulär verlaufen.
Da hat man groß angekündigt, Krypto, Gold, Immobilien nicht mehr steuerfrei verkaufen zu können, möglicherweise. Man hat angekündigt, die Erbschaftssteuer zu erhöhen. Das alles sei notwendig, um den großen Wurf hier finanzieren zu können. Und am Ende, was ist dabei rausgekommen? Die Bürger enthalten im Schnitt 600 € Entlastung. Finanziert werden soll das Ganze durch eine Erhöhung der Reichensteuer. Klingt erstmal alles ziemlich unspektakulär. Ist es das schon gewesen, fragst du dich? Naja, auch hier denke ich, muss man sehen, was zwischen den Zeilen steht. Also die Erbschaftssteuer wurde jetzt nicht erhöht, aber es ist ja völlig klar, was passiert, denn dort ist ja sowieso eine Entscheidung beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Das wird im Laufe dieses Jahres noch entschieden, höchstwahrscheinlich. Und dann wird der Staat die Erbschaftssteuer sowieso komplett regeln müssen. Da können sich die Politiker aber dann rausreden und können sagen, dass das im Grunde genommen auf Basis einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes passiert ist, nicht weil sie das selbst gewollt haben, sie sind im Grunde genommen dazu gezwungen worden. Ich meine, sie könnten ja auch die Erbschaftssteuer einfach komplett abschaffen, aber das werden sie natürlich nicht tun, sondern sie werden die Erbschaftssteuer dann erhöhen. Also auch hier wieder ganz klar Salamitaktik. Also dann nur wenige Tage, nachdem man das Reformpaket vorgestellt hat, ist dann der liebe Bundesfinanzminister Herr Klingbeil vorgeprescht und hat angekündigt, dass man also ab nächstem Jahr Krypto besteuern will wie Aktien. Das ist natürlich noch nicht beschlossen, aber das wurde nun angekündigt. Aber jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wie das sein kann. Wie ist es möglich, dass Krypto besteuert wird wie Aktien, aber dass ich zum Beispiel Immobilien, zum Beispiel Gold, nach wie vor steuerfrei verkaufen kann nach einer gewissen Spekulationsfrist? Viele denken nun vielleicht, also kann ja auch dann diese Besteuerung von Krypto gar keinen Bestand haben. Da wird irgendjemand klagen beim Bundesverfassungsgericht und dann wird letztlich die Besteuerung von Krypto wieder aufgehoben. Aber glaubst du wirklich, dass dies eintreten wird? Ich habe ja gerade eben von der Erbschaftssteuer gesprochen. Es ist ja eben nicht so, dass jetzt die Erbschaftssteuer abgeschafft wird, weil sie bei unterschiedlichen Vermögenssituationen unterschiedlich angesetzt wird. Was dann passieren wird, ist, dass die Erbschaftssteuer generell neu geregelt wird und natürlich dann angepasst wird, angeglichen wird, erhöht wird für alle. Und das Gleiche wird doch auch hier passieren. Das heißt, mit Krypto prescht man jetzt im Grunde genommen vor und dann kommt irgendwann die Klage beim Bundesverfassungsgericht. Dann wird nicht die Konsequenz sein, dass Krypto wieder von der Steuer befreit wird, sondern dann wird die Konsequenz sein, dass nicht nur Krypto besteuert wird, sondern eben auch der Verkauf von Gold und der Verkauf von Immobilien. Dass es also überhaupt keine Spekulationsfrist mehr geben wird, nach der man dann steuerfrei verkaufen kann bei privaten Veräußerungserlösen. So, das ist das, worum es meiner Meinung nach geht. Jetzt natürlich die Frage, wird es hier in Zukunft noch einen Bestandsschutz geben, wie es den ja auch bei der Einführung der sogenannten Abgeltungssteuer gegeben hat, 2008, 2009, im Hinblick auf Aktien, die man vor der Entscheidung dann schon im Besitz hatte. Diese können ja nach wie vor steuerfrei verkauft werden, wird das Gleiche auch so beibehalten werden bei Krypto und dann eben später bei Gold und Immobilien. Das wird man noch sehen. Worauf die Koalition eben auch nicht eingegangen ist, das ist das Thema Vermögensteuer oder auch so Dinge wie zum Beispiel das Thema Wegzugsteuer. Beides sind ja steuerliche Aspekte, von denen insbesondere Besserverdiener, sage ich jetzt mal, Leistungsträger, Unternehmer betroffen sind. Über beides hat man sich auch ausgeschwiegen. Heißt das, dass diesbezüglich keine Verschärfungen bzw. die Wiedereinführung der Vermögensteuer zu befürchten ist? Diesbezüglich gehe ich davon aus, dass hier möglicherweise etwas auf EU-Ebene kommen wird, das dann in den einzelnen EU-Ländern eingeführt werden muss. Nicht ohne Grund wurde ja diesbezüglich von der EU-Kommission eine Studie in Auftrag gegeben zum Thema Vermögenssteuern, zum Thema Exit Taxes, also zum Thema Wegzugsteuern. Wir hatten ja in einem separaten Video davon berichtet. Im Frühling 2026 sind ja diese Ergebnisse präsentiert worden und da sprechen sich ja die Autoren sehr glühend für solche Steuern aus. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, da ist dann nicht mehr die Rede nur von Superreichen, also keine Milliardärsteuern mehr, sondern da wird grundsätzlich von vermögenden Bürgern gesprochen. Vermögend heißt jeder, der ein Einfamilienhaus besitzt. Ich hatte ja auch ein Video dazu gemacht, wo ich die kurze Zusammenfassung zu dieser Studie präsentiert habe. Und da wird auf diesen wenigen Seiten etliche Male der Begriff Vermögensregister wortwörtlich so verwendet und betont, wie wichtig Vermögensregister sind, um solche Steuern genau erheben zu können. Das heißt, ich gehe davon aus, dass da irgendwas von Seiten der EU kommen wird, früher oder später, wenn es eben politisch opportun ist.
Vielleicht gibt es demnächst einen Börsencrash, eine Finanzkrise oder sowas, dann wird man das geschickt nutzen, um dann solche Steuern einzuführen. Und wenn du das alles letztlich im Zusammenhang siehst, die Dinge, die ich jetzt genannt habe, dann wirst du eigentlich sehen, dass bei den Maßnahmenpaketen, die jetzt geschnürt wurden, vor allen Dingen eigentlich um Taktik geht, um die Diskussion ins Rollen zu bringen, um schon mal damit angefangen zu haben, um schon mal die Grundlagen zu schaffen und dann Schritt für Schritt die Daumenschrauben immer weiter anzuziehen. Und hier wird natürlich auch ein gewisses perfides Spiel gespielt. Ich würde fast sagen, Taschenspielertricks werden hier verwendet. Man baut also über Monate eine Drohkulisse auf. Man sagt, dass Steuern erhöht werden, dass die Erbschaftssteuer verschärft wird, dass Krypto besteuert wird, dass Immobilien besteuert werden, dass Gold besteuert wird. Und dann kommt das alles nicht. Und dann sagt man, naja, so schlimm ist es ja dann eigentlich doch nicht. Die Bundesregierung ist ja vielleicht doch nicht so schlecht. Und dann schaltet man mental ab und lässt das Ganze über sich ergehen und versteht letztlich gar nicht, dass die wichtigen Infos eben zwischen den Zeilen stehen, beziehungsweise dass ich das Ganze in einem Gesamtzusammenhang sehen muss und vor dem Hintergrund all jener Maßnahmen, die ja sowieso schon in der Pipeline sind, auch seitens der EU. So, und deshalb kann ich auch nur hier wieder sagen, was ich ja schon vielfach auch an anderen Stellen gesagt habe. Wenn du hier weiter mitspielen willst, dann wunderbar. Netflix and chill sozusagen. Aber wenn du das als Bedrohungspotenzial für dich, deine Familie, dein Vermögen siehst, dann ist es wichtig, dass du dich von dieser Augenwischerei nicht täuschen lässt, sondern im Grunde genommen verstehst, was wirklich passiert, welche Strippen dort im Hintergrund wirklich gezogen werden und um was es eigentlich geht. Und es geht immer nur um eins, und das ist ums Geld und wie man dir letztlich in den Geldbeutel greifen kann, um dir dieses Geld möglichst einfach und möglichst umfassend entziehen zu können, ohne dass du auf die Barrikaden gehst und das Ganze einfach achselzuckend weiter hinnimmst, weil du gar nicht merkst, dass du der Frosch bist, der im heißen Wasser sitzt, wo die Temperatur immer weiter aufgedreht wird. Aber wenn du aufgeweckt bist, wenn du wach bist, dann solltest du spätestens jetzt eben erkennen, in welche Richtung es geht. Wie gesagt, auch bei Krypto meiner Meinung nach geht es gar nicht wirklich um Krypto, denn du hast ja gesehen, wie wenig Steuereinnahmen eigentlich Klingbeil durch Krypto erwartet, sondern am Ende geht es um Immobilien und um Edelmetalle. Das ist vielleicht erst in ein paar Jahren soweit. Aber wenn du dich erst dann darum kümmerst, dann wird es im Grunde genommen zu spät sein. Und daher ist es wichtig, dass du dich jetzt konkret damit beschäftigst, was du tun kannst. Kannst du auswandern? Wenn du nicht auswandern kannst, wie kannst du schon jetzt dich mit einem Plan B beschäftigen? Du kannst Konten im Ausland eröffnen. Das ist komplett legal. Du kannst Plan B Residenzen im Ausland schaffen. Du kannst Edelmetalle im Ausland lagern. Nun, wenn es zu einer Vermögensteuer kommt, dann würde dir das alles nichts bringen. Wenn das im Ausland ist, die müsst ihr dann auch auf ausländische Assets bezahlen. Aber dann kannst du dich sehr kurzfristig einfach verabschieden. Dann hast du schon mal im Ausland dein Vermögen diversifiziert. Und dann ist dieser Absprung eben nicht mehr so schwierig, als wenn du erst dann anfängst. Der logische Schritt könnte ja auch irgendwann sein, dass es zu Kapitalverkehrskontrollen kommt, dass du dann eben gar nicht mehr Vermögen ins Ausland verschieben kannst. Und daher ist es wichtig, dass du dich jetzt damit auseinandersetzt und dass du jetzt konkret Maßnahmen einleitest, wo das Ganze noch relativ einfach ist und dich nicht weiter mit Nichtstun begnügst. Wir können dich natürlich gerne dabei unterstützen, egal ob es um das Thema Auswandern oder Plan B geht. Wir machen nichts anderes seit 20 Jahren als Mandanten genau bei solchen Maßnahmen zu unterstützen. Auswandern, Steueroptimierung im Ausland, Plan B, zweite Staatsbürgerschaften, Konten im Ausland, Firmengründung im Ausland. Ich selbst habe natürlich die EU schon lange verlassen, schon vor jetzt 26 Jahren. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.